Wir alle haben Lebensziele, Träume und wollen irgendwo im Leben hinkommen. Und auch wenn wir ganz genau wissen, was wir tun müssen, um diesen Zielen näher zu kommen, tun wir in vielen Fällen genau das Gegenteil. So erwischen wir uns nicht nur dabei, passiv und nichtstun zu sein, sondern geben auch noch unsere eigene Verantwortung an Außenstehende weiter, in der Hoffnung, dass diese uns unseren Lebenszielen näher bringen. Ist dies jedoch nicht der Fall, verurteilen wir diese Menschen und machen sie für unser eigenes Leiden verantwortlich. Eine Projektion von unserer eigenen, durch uns verursachten Unzufriedenheit auf unsere Außenwelt. Woher dieses Verhalten kommt, was das genau mit Angst zu tun hat und was du genau dagegen tun kannst, erfährst du in meinem heutigen Video. Willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und Inspiration. Fangen wir doch einfach mal direkt mit einem klassischen Beispiel an, das jeder von uns kennt. Du musst eine unglaublich wichtige Prüfung bestehen und du weißt ganz genau, dass du diese nicht verhauen darfst. Denn wenn du diese verhaust, dann ist vorbei. Da musst du 1.000 Euro zahlen oder musst einfach nochmal ein Jahr ein Jahr wiederholen und verlierst einfach super viel Zeit und du darfst diese Prüfung auf jeden Fall nicht bestehen. Du musst bestehen. Und besonders deswegen hast du einfach unglaubliche Angst, diese Prüfung zu verhauen. Du denkst über so viele unzählige Möglichkeiten nach, was alles schiefgehen könnte, was passieren könnte, wenn du diese Prüfung wirklich verhaust und mit welchen Konsequenzen du zu rechnen hättest. Und anstatt dich auf das zu konzentrieren, was richtig laufen könnte, konzentrierst du dich eher darauf, was schiefgehen könnte. Du gibst also der Angst mehr Kraft als deinem eigenen Selbstbewusstsein. Nun ist aber wichtig für dich selber zu erkennen, dass diese Angst nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich ist. Diese Angst ist nichts anderes als eine Projektion deines Verstandes auf eine Zukunft, auf eine Realität, die nicht existiert, die noch nicht eingetroffen ist. Sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft sind beides Orte, die du nicht unter Kontrolle hast. Orte, an denen du nicht mit dir selber in Verbindung bist. Der einzige Ort, an dem du jedoch mit dir selber in Verbindung bist, ist der jetzige Moment. Hier und jetzt. Und genau deswegen sollst du dich auch darauf konzentrieren, was du kontrollieren kannst. Anstatt also auf dem letzten Drücker zu lernen und komplett Angst zu haben, zu verkacken und dass alles den Bach runtergeht, solltest du dich einfach darauf konzentrieren, hey, ich habe doch eigentlich Kontrolle, es gibt doch eigentlich Dinge, die ich tun kann, um diese Angst loszuwerden. Und das ist eigentlich nichts anderes, als in diesem Fall sich hinsetzen, zu lernen, zu üben und noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben. Ich weiß, dass viele von uns in der Vergangenheit nicht unbedingt Erfahrungen hatten, die ihnen die Möglichkeit jemals gegeben hätten, an sich selber zu glauben oder Selbstbewusstsein zu haben. Aber wenn das schon in der Vergangenheit nicht der Fall war, dann solltest du dir doch irgendwann die Möglichkeit geben, was daran zu ändern und dir selber zu beweisen, hey, ich kann das, ich kann etwas daran ändern, ich habe die Kontrolle und so auch dein Gehirn umprogrammieren und dir selber zeigen, dass du an dich glauben kannst. Und ich weiß, es ist hart, es ist wirklich sehr, sehr schwer, aber es ist der einzige Weg, den wir gehen können, um in solchen Situationen zu wachsen. Das heißt, dass du dich überwindest, deine eigenen Verhaltensmuster durchbrichst und dich wirklich bewusst dafür entscheidest, dieses Mal etwas anderes zu tun, als wie du es in der Vergangenheit gemacht hast. Anstatt dir also wie sonst immer unglaublich viele Sorgen zu machen, was schiefgehen könnte, sagst du dir dieses Mal, hey, ich nehme jetzt wirklich mal die Zeit und mache mir einen Plan, wann, wie und mit wem ich lerne, um diese Angst loszuwerden und wieder mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch wenn es jetzt vielleicht doof klingt, aber es ist wirklich einfacher als du denkst. Du musst es einfach nur machen. Du musst aufhören, darüber nachzudenken, irgendwelche Realitäten in deinem Kopf zu erschaffen, sondern stattdessen sollst du dich nur darauf konzentrieren, was du in der Hand hast. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass es zwei verschiedene Arten von Ängsten gibt. Da wäre zum einen die Angst als Empfindung aufgrund einer vorliegenden Gefahr, die im jetzigen Moment gerade vor dir steht, wie zum Beispiel, wenn ein Tiger dich angreifen würde oder auf dich zurennen würde, dann ist klar, dass du Angst hast, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es dann die psychologisch bedingte Angst, die oftmals und in vielen Fällen wirklich nicht gerechtfertigt ist und nichts anderes als ein Produkt unseres eigenen Verstandes ist. Eine Projektion von der Vergangenheit auf die Zukunft. Damit es also gar nicht erst so weit kommen muss, dass du deinen Prüfer dafür verantwortlich machst, dass die Prüfung zu schwer ist oder dass du dich über dich selber aufregst, warum du nicht früh genug gelernt hast, mache dir deine Angst bewusst, reflektiere dein Fehlverhalten und bleibe stets im jetzigen Moment, um das Beste aus dir selber rauszuholen. Und auch nochmal ganz allgemein, falls es nicht so läuft, wie erwartet, mach dir keinen Kopf und verurteile dich nicht für deinen eigenen Misserfolg. Versuche stattdessen darüber nachzudenken, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Denn genau so und genau so lernen wir halt im Leben. Wir lernen durch unsere Fehler. Wir lernen, indem wir auf die Fresse fallen. Wir lernen, indem wir wieder aufstehen.
Und genau deswegen habe ich auch nur eine einzige Bitte an dich. Bitte, 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 bitte. Konfrontiere deine Ängste. Es ist nämlich der einzige Weg, in dem du wachsen kannst. Der einzige Weg, in dem du mehr Selbstbewusstsein gewinnen kannst. Der einzige Weg, in dem du aufhörst, andere Leute für dein eigenes Unwohlbefinden verantwortlich zu machen. Also geh da raus, confront them fears and slay it. Slay it, motherfucker. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und falls du dich noch mehr von mir inspirieren lassen möchtest, dann schau dir doch einfach eines meiner anderen Videos hier an. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche zurück in meinem Uchiverse. Und bis dahin, stay happy, stay healthy, slay it and enjoy your life. Ciao!